Der Jackery SolarVolt 3 Pro ist jetzt hier bei mir schon knapp einen Monat im Betrieb und ich habe schon fast 55 € gespart. Wie ihr seht, beginne ich hier gleich an diesem Punkt. Hier haben wir die Lightweight oder die Leichtgewicht-Module. Auf Deutsch lässt sich es etwas besser aussprechen. Zu denen habe ich auch gleich einige Fragen erhalten. Ihr seht ja, diese Leichtgewicht-Module haben große Vorteile. Sie sind wirklich sehr leicht, sehr dünn. Das hatte ich ja in dem letzten Video auch schon erläutert und sind natürlich auch bis zu 37% leichter als Glasmodule, was natürlich für euch den Vorteil bringt, ihr könnt sie ganz schnell am Balkon anbringen oder eigentlich überall, wo ihr das für nötig haltet. Ihr seht es hier bei mir, ich habe sie hier einfach an die Wand geschraubt und kann so ohne Probleme mit diesen Modulen arbeiten. Der Vorteil, im Set sind immer 4 Module und wir haben bei unserem Jackery SolarVolt 3 4 MPPT Anschlüsse. Ein ganz großer Vorteil, jeder Anschluss kann bis zu 1000 Watt bewältigen, was also bedeutet, wir können sogar auch mal ohne Probleme 2 Module an einem Anschluss anbringen, um hier sozusagen quasi uns Strings aufzubauen. Und genau dasselbe habe ich nämlich hier auch gemacht. Ich habe hier für den Morgen dieses Modul aufgebaut. Das bringt mir die Energie frühs, wenn jetzt gerade die Sonne da hinten aufgeht, gehen die ersten Strahlen auf das Modul. Und so habe ich das hier mit dem Gebäude gemacht und habe rundherum diese Module aufgehangen und habe sie auch noch mit festen Modulen kombiniert. Das heißt, ich habe dann auch noch andere MPPT-Tracker für meine festen Module verwendet. Somit könnt ihr natürlich schön spielen und hier die maximale Leistung herausziehen. Also das hat sehr gut funktioniert. Hier dann auch gleich die wichtige Frage, wie schließt ihr das an? Wie gesagt, ihr könnt ja dann auch zum Beispiel 2 Module an einen MPPT-Tracker schließen, 2 weitere Module an den nächsten MPPT-Tracker und wie ich es auch gemacht habe, die anderen beiden MPPT-Tracker für andere starre, feste Module nutzen, die ihr zum Beispiel auf dem Dach installiert habt. Das ist dann natürlich für Leute wie mich interessant. Für jemanden, der nur einen Balkon hat, kauft euch halt nur hier die leichten Module und hängt sie an den Balkon. Durch das geringe Gewicht und doch die stabile Bauweise geht das auch ohne Probleme. Dann kommen wir als nächstes zum Gerät selber. Ihr seht, steht hier in meiner Garage und verrichtet hier sauber seinen Dienst. Und zwar, seitdem wir es eingeschaltet haben, relativ störungsfrei, bis auf ein paar kleinere Cloud-Probleme, die aber jetzt mit den Updates behoben werden sollen. Davon haben mir auch einige meiner Zuschauer unter meinen Videos berichtet. Aber der Start von neuer Technologie ist manchmal etwas holpriger. Aber ich nehme an, das wird jetzt auch in näherer Zukunft schnell gelöst werden. Besonders positiv aufgefallen an diesem Gerät ist mir, dass das Gerät eigentlich im Betrieb gar nicht auffällt. Das heißt, wir haben hier einen lüfterlosen Betrieb. Das heißt, 30 dB, da brauche ich nichts zu sagen, das hört man eigentlich gar nicht. Und auch die Wärmeentwicklung kann ich hier nichts Negatives zu sagen. Besonders gut gefallen hat mir hier dieses Display, denn auf dem Display sehe ich sofort alle wichtigen Angaben. Das ist bei vielen anderen Balkonkraftwerkspeichern einfach nicht so gut gelöst und man muss dann jedes Mal in die App reinschauen, um hier irgendwas zu sehen. Wie viel geht raus, wie viel geht rein, wie viel Prozent habe ich noch. Sieht man hier alles direkt an dem Display. Des Weiteren hat das Gerät ja noch die Backup-Steckdose. Je nachdem, was ihr braucht, holt ihr den Pro oder den Pro Max. Wenn ihr etwas mehr Bums braucht, zum Beispiel 2500 Watt beim Pro Max, könnt ihr hier die Backup-Steckdose natürlich noch vorzugsweise mit nutzen. Ich benutze sie hier für meinen kleinen Kompressor, der steht hier. Damit pumpe ich zum Beispiel meine Pkw-Reifen auf, blase ich etwas Schmutz, Unrat weg oder du andere kleinere Geräte direkt an der Backup-Steckdose betreiben. Großer Vorteil, wir können ganz normal einspeisen ins Netz, wie das in der Balkonrichtlinie in Deutschland erlaubt ist, Balkonkraftwerkrichtlinie, und können zusätzlich noch die Energie der Backup-Steckdose nutzen und somit quasi noch mehr aus dem ganzen System herausholen. Dann haben mich viele von euch auch nochmal zum Thema Smart Meter gefragt. Es sind ja viele Smart Meter mit dem System kompatibel, wie zum Beispiel Shelly oder andere. Ich empfehle aber, wenn ihr euch das System reinkauft, kauft den Original Jackery Smart Meter, denn der hat einen großen Vorteil. Wenn zum Beispiel mal die Verbindung zum Internet, zur Cloud oder irgendwas ausfällt, könnt ihr natürlich mit dem Original Smart Meter hier Pluspunkte sammeln. Wenn der Original Smart Meter von Jackery im selben LAN oder WLAN ist wie eure Jackery SolarVolt, kann dieser auch ohne Internet mit dem Smart Meter kommunizieren und ihr seid hier deutlich schneller bei der Reaktionszeit oder Schaltzeit und die Maschine, das Gerät kann schneller auf die Lastwechsel reagieren. Ich kann es euch ja hier nochmal zeigen. Ich hatte ihn hier eingebaut und der arbeitet ohne Probleme. Zur Installation hatte ich auch nochmal einige Fragen. Einige Nutzer haben gesagt, dass hier bei der Installation etwas Probleme auftreten. Wichtig, das Gerät ist relativ neu auf dem Markt. Wenn ihr das mit eurer SolarVolt 3 koppeln wollt, achtet darauf, dass alle Updates auf dem neuesten Stand sind. Das heißt, die App, das Hauptgerät und der Smart Meter sollten aktuell sein.
dann findet ihr den Smart Meter ohne Probleme in der App und könnt ihn auch ohne Probleme koppeln. Das funktioniert nur, wenn alle Geräte aktuell sind. Also haltet die Updates aktuell, dann sollte das mit dem Koppeln auch kein Problem sein. Ich kann euch mal ganz schnell den Smart Meter oder die Übersicht aus der App einfach hier drüben einblenden. Ich habe jetzt hier den Smart Meter quasi in der App aufgerufen. Jetzt ist hier in der Garage, hier läuft nicht viel. Ich habe jetzt hier über mir die Lampen an, das seht ihr, 126 Watt. Das sind meine paar Lampen, mehr läuft jetzt hier nicht. Ganz wichtig, diesen Smart Meter gibt es in zwei Ausführungen, einphasig oder dreiphasig. Ihr könnt ihn zum Beispiel einphasig kaufen, so könnt ihr dann nur die eine Phase tracken, an der euer Balkonkraftwerk angeschlossen ist, oder dreiphasig, wenn ihr alle Phasen tracken wollt und diese dann auch ausgleichen wollt. Euer Zähler im Hauptschrank kann das nämlich dann ausbalancieren. Das heißt, es ist egal, auf welcher Phase ihr den Strom verbraucht. Wenn ihr quasi auf Phase 1 den Strom verbraucht und auf Phase 2 einspeist, so verrechnet das euer Zähler im Hauptschrank. Also würde ich empfehlen, wenn ihr drei Phasen daheim habt, kauft den dreiphasigen Smart Meter und ihr seht, das funktioniert hier tadellos. Er kann jetzt die Werte erfassen und dann direkt an mein Gerät senden und das kann dann hier kompensieren. Wir können noch mal ganz schnell in die Statistiken noch mal reinschauen. Was haben wir jetzt in den Testzeitraum verdient oder mehr zu sagen gespart, müssen wir ja dazu sagen. Ganz wichtig, mein Testaufbau ist sehr speziell. Ich habe hier mehrere Module aufgebaut. Das heißt, die leichten Module sowie natürlich auch feste Module auf dem Dach und das alles um meine Garage herum platziert. Das heißt, die Ausrichtung ist nicht optimal, muss ich klipp und klar sagen. Die Garage steht, wie sie steht und ich muss damit leben, was ich habe, aber es kam doch recht viel rüber. Es ist sehr früh am Morgen. Das Wetter, ja, ist die letzten Tage nicht so berühmt gewesen. Viel Regen, viel bedeckter Himmel. Auch jetzt sehe ich keinen blauen Himmel. Nichtsdestotrotz, durch die vielen Module, die ich angeschlossen habe, haben wir immerhin 492 Watt Erzeugung um ca. 9:30 Uhr morgens bei komplett bedecktem Himmel. Also da kann man nicht meckern. Ihr seht, der Verbrauch hier in meinem Raum ist immer noch ziemlich gering, aber die Automatik oder der Smart Meter erfasst das sofort und wir kompensieren das sofort mit unserer Anlage. Das heißt, wir verbrauchen aktuell 148 Watt und das wird sofort von unserer Anlage kompensiert. Wir hatten ja die verschiedenen Modis. Ich gehe noch mal rein. Wir haben den KI-Modus. Das ist eigentlich der Modus, wenn ihr den Smart Meter habt, ist das der rundum sorglos Modus. Den schaltet ihr ein. Der funktioniert eigentlich immer und dann könnt ihr noch weitere Modis machen. Mich persönlich interessiert noch der benutzerdefinierte Modus, denn hier können wir dann auch noch mal benutzerdefiniert Einstellungen vornehmen. Wir klicken einfach mal auf manuelle Einstellungen und hier können wir auch im benutzerdefinierten Modus den Zähler folgen oder Standardleistungen einstellen, die zu gewisser Uhrzeit dann abgegeben werden. Wenn ihr keinen Smart Meter habt, könnt ihr das auch ohne Probleme so nutzen, aber das dürfte ja allgemein bekannt sein. Wir gehen wieder zurück in unseren KI-Modus und gehen wieder zurück in die App-Übersicht. Was haben wir denn jetzt schlussendlich Zeitinstallation verbraucht? Dazu können wir unten einfach mal in die Statistik reingehen. Wir scrollen nach unten und klicken hier einfach mal in die verschiedenen Ansichten. Wir fangen einfach mit der Wochenansicht an. Aktuell drehe ich das Video am Dienstag. Ihr seht, gestern lief wirklich nicht viel. Es hat fast nur den ganzen Tag geregnet. Wir konnten nur ca. 3 kWh erzeugen. Heute hat es erst angefangen. Wir können auch mal auf monatlich schalten. Da sehen wir das etwas mehr. Ich habe jetzt das Gerät doch schon etwas länger am Start. In diesem Monat, der hat jetzt erst angefangen, ist noch nicht viel gelaufen. Diesen Monat haben wir quasi 1,06 € an Stromkosten gespart, war ja nur gestern mit dem bedeckten Tag. Wir gehen einfach den Monat zurück und diesen Monat haben wir ja fast komplett. Ihr habt es ja im letzten Video gesehen, wann ich es etwa eingebaut habe. Und hier sehen wir in diesem nicht kompletten Monat, wir haben erst ab dem 7. so circa abends rum angefangen, bis zum Ende des Monats haben wir einen Solarertrag von 55 € gehabt. Das heißt, ich konnte schon 55 € hier mit dem Gerät zurückholen von der Investition, die ich hier mit dem Gerät gemacht habe. Und wenn ihr mit dem Smart Meter arbeitet, sorgt ihr auch dafür, dass ihr keinen sinnlosen Strom irgendwie ins Netz verschwendet, sondern es wirklich auch nur verwendet, wenn ihr es braucht. Bei mir ist der große Vorteil, wir sind in der Garage, ich habe auch noch einen Ladeziegel, wo ich meine Renault Zoe mit lade. Hier können wir dann dementsprechend den Strom auch aus dem Gerät mit nutzen. Das heißt, wenn die Renault Zoe in der kleinsten Stufe lädt, kann dann hier das Gerät immer schön mit sauber 800 Watt unterstützen und mein E-Auto mitladen. Das stellt natürlich sicher, dass ich so auch immer das Maximum aus meinem Balkonkraftwerk raushole. Das hat natürlich dazu geführt, dass ich im letzten Monat, der nicht komplett ist, 168 kWh erzeugen konnte, trotz meiner miserablen Ausrichtung, die ich hier habe. Und somit bin ich doch auf ein sehr gutes Ergebnis
gekommen. Wir können auch mal uns die Ansicht in Tagen anhören. Übrigens, wer jetzt dieses komische Fiebgeräusch hört, meine Renault Zoe ist jetzt hier gerade eingefahren, meine Frau ist zurückgekommen, ich muss mal kurz Stopp machen und die hängt jetzt am Ladestrom dran. Wir scrollen mal nach oben und ihr seht, sie lädt mit 2178 Watt. Und unser Balkonkraftwerk unterstützt hier sauber mit 800 Watt. Davon kommen aktuell 496, fast 500 Watt vom Dach und nochmal 300 Watt aus dem Akku. Und somit können wir hier schön Kosten sparen. Dann kommen wir nochmal in die tägliche Übersicht. Das wollte ich euch ja auch zeigen, zum Beispiel von gestern. Ihr habt gesagt, gestern, oder ihr habt ja gesehen, der Tag gestern war wirklich exorbitant durchwachsen. Wir hatten hier über den Tag unwahrscheinlich viel Bewölkung, Regen und dementsprechend viel hin und her geschaltet. Das ging leider die letzten Tage so weiter. Wir gehen mal einfach einen Tag zurück. Da sah es ein bisschen besser aus. Da war es nicht ganz so sprunghaft, trotzdem auch sehr bedeckt. Wir suchen uns mal einen Tag, wo es richtig schön sonnig war. Das wäre zum Beispiel der 29.05. Der war schon relativ gut. Ihr habt hier gesehen, früh hat das gut angefangen. Wir sind hochgegangen auf die über 1000 Watt Erzeugung. Wie gesagt, meine Module sind nicht optimal ausgerichtet. Dann ist es ein bisschen eingebrochen, war wieder eine Wolke wahrscheinlich gekommen. Und dann seht ihr, so sieht das dann aus, wenn das optimal läuft und bei vollem sonnigen Wetter. Das war dann wahrscheinlich auch die vorherigen Tage genauso oder ähnlich. Da seht ihr, dann haben wir noch bessere Ergebnisse erzielt. Ganz wichtig, wie habe ich das gemacht? Ich hatte es euch ja vorhin schon gesagt, ich habe mehrere Module auf dem Dach und auch vor allem die Leichtgewicht-Module. Diese habe ich hier über so einen Y-Stecker an 2 MPPT-Träger, am ersten und am zweiten, und somit kann ich diese auch sauber abarbeiten. Das können wir uns auch hier mal in der Übersicht näher anschauen. Wir gucken nämlich hier einfach mal auf PV. Wenn ein bisschen Sonne käme, wäre es schön. Wir klicken jetzt einfach mal drauf und sehen hier die verschiedenen PV-Strings und was sie im Moment bringen. Wir sehen, dass aktuell String 1 und String 2 mit das meiste bringen. Das sind meine Leichtgewicht-Module. Diese sind so ausgerichtet, dass sie überwiegend am Morgen das meiste bringen, also String 1 und String 2. Hier sehen wir das auch. Und die anderen beiden, das sind meine festen Module auf dem Dach, die sind im Moment noch ein bisschen im Schatten. Deswegen kommt da ein bisschen weniger. Aber so haben wir natürlich auch die Möglichkeit zu sehen, was woher kommt und ein bisschen im Überblick zu behalten. Wenn hier irgendwas mit einem String nicht funktioniert, sehen wir das sofort. Wir können auch noch mal in die Hauptübersicht schalten des Gerätes. So sehen wir das Gerät noch mal. Wir sehen den Ladezustand. Wir sehen, dass hier oben ins Haus gerade ca. 800 Watt wegen dem Laden des Autos abgegeben werden, vom PV über 500 kommt. Und hier unten haben wir auch nochmal den AC-Schalter für die AC-Steckdose. Wenn wir diesen betätigen, habt ihr dieses Klicken gehört, können wir jetzt hier drüben meinen kleinen Kompressor oder was auch immer anschließen. Wichtig, achtet darauf, was für eine Leistung ihr hier braucht. Wenn ihr nur den Pro habt, habt ihr weniger Leistung. Wenn ihr den Pro Max habt, könnt ihr hier aus der Dose bis zu 2500 Watt nochmal zusätzlich herausziehen. Das wollte ich nochmal so mit erwähnt haben. Kommen wir zu guter Letzt zu einem kleinen Fazit. Für wen ist was geeignet? Wir haben ja, wie gesagt, die 3 Varianten, die es hier gibt. Den Pro Max und den AC. Der Pro ist eigentlich konsequent für jeden geeignet, der einfach mal mit einem Balkonkraftwerk anfangen will. Der Vorteil, wir können hier mit der Haupteinheit starten, können uns die Akkus dazu kaufen, wie wir es haben wollen, und haben hier die Backup-Steckdose mit 1200 Watt noch zur Verfügung. Also ein rundum sorglos Paket, was man sehr günstig erwerben kann. Aktuell ist das System auch im Angebot, Rabatts und dementsprechende Angebot. Links findet ihr unten in der Videobeschreibung. Dann gibt es den Pro Max, das ist dann die etwas stärkere Variante mit einem größeren Wechselrichter, einer stärkeren Ausgangssteckdose, Backup-Steckdose. Diese ist eigentlich für die Enthusiasten gedacht, die dann im Blackout-Fall vielleicht nochmal etwas mehr betreiben wollen an dem Gerät oder vielleicht noch mehr aus dem Gerät herausziehen wollen über die Backup-Steckdose, denn die können wir parallel zur Einspeisung nutzen. Und zu guter Letzt haben wir den AC. Der AC ist eigentlich für denjenigen gedacht oder für diejenigen gedacht, die schon vielleicht eine dementsprechende Anlage besitzen, eine dementsprechende Solaranlage, vielleicht ohne Speicher und einfach nur mal einen Speicher nachrüsten wollen. Der Vorteil, alle 3 Speicher können natürlich auch aus dem Netz geladen werden, was auch für die dynamischen Stromtarife sehr interessant ist. So könnt ihr diese dann damit auch nutzen. Ganz wichtig zu erwähnen, wenn ihr weitere Fragen zu dem System habt, stellt sie mir auch hier bitte wieder in die Kommentare. Vielleicht gibt es da nochmal ein Folgevideo dazu. Alles in allem, was hat mich ein bisschen gestört? Am Anfang der etwas holprige Start mit der Cloud, das hat ein bisschen Probleme gemacht.
und die besprochenen Probleme mit dem Smart Meter, dass dieser nicht gleich gefunden wurde oder installiert werden konnte. Wichtig hierfür, ihr müsst die Geräte aktuell halten, geht einfach in die App hinein, aktualisiert die Geräte und dann dürfte diese Installation auch problemlos machbar sein, denn es müssen alle Geräte auf dem aktuellen Stand sein. Erst dann kann die Verbindung mit dem Smart Meter auch vernünftig hergestellt werden. So, das wäre es dann im Großen und Ganzen zu diesem Video. Hat euch mein Video in irgendeiner Form gefallen oder weitergeholfen, würde ich euch um einen Daumen hoch bitten. Und wollt ihr mich und meinen Kanal unterstützen, so könnt ihr gerne natürlich auch auf meiner Homepage vorbeischauen. Dort habe ich auch eine kleine Kaffeekasse oder abonniert ihr einfach meinen Kanal. Wenn ihr das System sucht, alle dazugehörigen Links natürlich wie immer unten in der Videobeschreibung. Also dann, tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Marc auf YouTube.